Ein Hymer Grand Canyon S, Modelljahr 2017. Er steht hier mit 4000 Kilometern und wir werden Ihnen gleich mal den Unterschied zeigen zwischen diesem hier, das ist das Vorgängermodell, und dem ganz neuen, der steht dort hinten. Ja, Igelhaut, das hat die Marlene noch nicht gehört, muss man sagen. Die Profis werden es kennen. Der Hersteller eines Allradsystems für Mercedes-Benz, der permanent ist und den man auch noch zuschalten kann mit High-Low. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Ich grüße dich, Marlene. Hallo Sven. Du hast eins gemerkt, er ist wirklich brachial hoch, oder? Ja, definitiv. Beim Einstieg habe ich das schon gemerkt. So, hier vorne sieht man die Reifen All-Terrain von BF Goodrich. Das ist so der Klassiker bei diesen Fahrzeugen. Und hier sieht man auch nochmal, das Ganze ist wirklich für die harte Strecke gemacht. Man hat einen großen Unterfahrschutz mit drin. Mal kurz runtergeschaut. Ja, 217er, er fristet hier sein Dasein mit 4000 Kilometern und die technischen Daten werden wir gleich mal kurz durchgehen. Das Vorgängermodell, und wir haben dann nochmal den gleichen mit Igelhaut Allrad, der steht einmal hier als teilintegrierter. Hier steht er, auch ein Igelhaut. Leicht zu erkennen an dem Schriftzug hier. Und auch er hat einen großen Luftansaugstutzen auf der rechten Seite. Und hier haben wir dann das neue Modell, der 416 CDI, auch mit Igelhaut Allrad. Ja, wir sind im Hymer-Zentrum in Sulzemoos und hier stehen ganz viele Fahrzeuge, aber die zwei haben es mir mal angetan. Wir werden also heute noch den ganzen Tag über Hymer berichten für euch und ja, zeigen euch jetzt erstmal das 217er Modell und anschließend im nächsten Video dann der Grand Canyon S mit Igelhaut, 134.488 € als nächstes. Das ist die Heckansicht. So sieht er aus. Fahrradträger drauf, Ersatzreifen. Hoch ist er, eine Thule Omnistor auf dem Dach drauf. Der Grand Canyon 217. Mit der Ausbuchtung schon für den Schlafbereich. Applikationen so ein bisschen in Carbonoptik auf der Seite. Und das sind die technischen Daten des Fahrzeuges. Hier steht 119.900 € und er hat eine Kurzzeitzulassung vom 21.11.2017. Weißes Leder. Damit helles Leder, ja. Damit kann man wirklich dann Offroad einfahren. Was du gemerkt hast, die erste Stufe schon recht hoch. Ja, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Steig mal ein. Sehr reduziert. Man hat so das Gefühl, es ist ein echter Holzboden drin. Ist es aber nicht, glaube ich. Wirkt aber alles schon sehr wertig. Ich habe hier echtes Leder mit drin. Allein die Drehschemel der Sitze, das ist schon richtig aufwendig gemacht. Und hier sieht man auch noch, dass das Ganze sich verändert hat. Also in dem alten Mercedes-Benz, du kennst das MBUX-System und hier das noch das etwas ältere System mit drin. Automatikgetriebe hier. Und das ist die Allraduntersetzung. Das heißt, wenn gar nichts mehr geht, kannst du diesen kleinen Hebel hier unten drücken. Dafür und dann kannst du von praktisch schnell auf langsam umschalten, dann hast du die volle Energie nochmal untersetzt. Mhm. Also wenn das dann nicht mehr packt, dann weiß es auch nicht mehr. Dann war es das, ja. So, hier vorne ist das Kontrollsystem mit der zentralen Lichtsteuerung. Mach mal aus. Dann dürfte es ein bisschen dunkler werden. Ja, und nochmal an. So, man merkt sich auch das Lichtsetup mit drin. Und hier ist noch das etwas ältere Multimedia-System mit Klimaanlage und Lederlenkrad in Bicolor. So, du hast den Sitz schon mal gedreht. Ja. Die Verdunklung ist drin. Ja, wenn du magst, einfach mal zumachen. Warst schon dran. Und das gleiche auch an den Seiten jeweils und vorne. Gut. So, den einen Sitz haben wir schon mal gedreht. Ja. Das ist so die Platzverhältnisse im Fahrzeug. Da hat man einen Tisch, der ist halbiert. Den kannst du sogar, wenn ich das richtig sehe,
Den könnte man sogar komplett an die Wand Klappen. zusammenklappen. Genau. Dann ist er weg. Dann ist er komplett aus den Füßen, ja. Transportposition. Oder halt ausklappen, wenn ich ihn breiter brauche. Da ist die Sitzbank. Setz dich mal hin, auf die Bank. Geht das gut mit den Beinen? Ja. Klappt gut. Hat man echt gut Platz. So, und das ist dann der Blick ins Fahrzeug rein. Ich habe eine sehr hohe Stehhöhe. Der Sitz mal ausgeklappt. Und habe eine große Küche mit dran. Mit Kühlschrank direkt daneben. So das Klassische, sage ich jetzt mal. Hinten ist es schon mal hochgeklappt, das Bett. Du hast mit größter Wahrscheinlichkeit Querbetten. Das werden wir gleich mal sehen. Wenn du hier mal hochklappst, bitte. Doppelflammenkocher. Ja, zum Kochfelder. Ein Waschbecken. Integriertes Licht. Auch das Nachtlicht wieder. Schon 2017. Ja. Oben drüber Schränke. Interessant wird der Vergleich gleich mit dem neuen. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn du mal den etwas älteren siehst. Und dann verweisen wir auf das Video von dem Igelhaut 2021. Ja, Ich bin mal sehr gespannt. Ich auch, was da der Unterschied sein wird. Ein Kompressorkühlschrank. Das ist auch schön gemacht hier, ne? Diese Rundung. Pull. Voll. Ja. Ah ja, voll. An der Seite kleines Eisfach mit drin. Das ist wirklich süß. Süß. Ja, aber für eine Ja. Pizza langt ja nicht. Die muss er einmal falten. Aber den Teig vielleicht, ja. Teig. Da vorne, was sind da noch für Fächer? Ja. Kleines Fach, wahrscheinlich so ein kleines Schlüsselfach. Ja, kannst du dir noch Sachen. Kannst du hier fixieren. Dann die Airline-Schienen, Ja. die Halter dafür. Ja, Süß, oder? ja, das ist süß. Das ist wirklich schön gemacht. Da ist der Platz wirklich gespart, komplett ausgenutzt. Das ist nochmal Stauraum. Ah, schon offen. So, ganz unten dann noch eine Verlängerung. Die ist wahrscheinlich für die Seite zum Einhängen. Ja, guck mal, da vorne ist eine Schiene, da kann man die einhängen. Lass mich schauen. Wie Andersrum. genau das. Genau. Und dann oben rein. Dazu müssen aber vorher die Haken raus. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja, die kannst die Haken mal drin lassen. Was meinst du, Ja. dass die raus müssen? Nö, die können noch drin bleiben, wenn du die in der Mitte hast. Dann einhängst. Warte, ich zeig's dir. Warte. So. So geht's. Und dann hängt's dran. Genau. Ist nochmal Platte drin. 2017. Ich bin echt gespannt auf den direkten Vergleich. Das ist immer so, was sich geändert hat. Ja, hast du doch gut Stauraum hier drin, ne? Dann. Nochmal Überleg mal, das sind jetzt mal 3 Jahre auseinander. Okay. So, die Toilette. Jetzt mal rein, großer Spiegel mit drin. Lässt sich komplett, das ist gut, lässt sich komplett öffnen. Ja, du kommst immer noch vorbei. Jetzt ist das Bett auch hochgeklappt. Ja, jetzt, oh, genau. Machen wir Licht an. Ja, warte, ich schau gerade. Wo ist hier irgendwo ein Schalter? Außen? Außen. Ah ne, da. Ich hab ihn. Da ist er. Da ist er. Wo? Der war wo? Da. Eigentlich ganz leicht zu finden. Genau. Warte, ich mache mal gerade einen Überblick und du mal gerade den Kopf rausnimmst. Mach du mal. Da unten ist dann die Dusche. Kein Schwenkbad. Hier vorne ist das Waschbecken zum Ausklappen. Mein Duschvorhang mit drin. Nochmal ein Push-Lock-Schrank. Ah ja, da passt doch ordentlich was rein. Sogar noch mit Steckdose, Anschluss für die Zahnbürsten, wenn man eine elektrische hat. Guck mal, oben hast du auch nochmal Schiene für Handtücher. Handtücher, Badetücher anzubringen. Oder halt leichte Kleidungsstücke, die man reinhängen kann. Genau. Und ein Fenster ist noch drin. Ja, das Waschbecken kannst du ausklappen. Mach mal. Ja, da bin ich gespannt. Das habe ich auch noch nicht gesehen so. Der so oder so ähnlich hatten wir schon mal.
So, wenn du kurz etwas zur Seite gehst, wegen der Kamera. Danke. Also hier Push. Ja. Und dann öffnet sich das tatsächlich auch schon. Das war's. So war das früher. Genau. So war das. Fensterchen mit drin. So lange ist es ja noch nicht her, ne? Nee, Das heißt, hier kannst du es auch nochmal fixieren. fixieren, stauen. Dann stört das auch nicht. Oh, guck mal. Dahinter verbirgt sich auch nochmal ein bisschen Stauraum. Und wenn ich duschen möchte natürlich. Was ist das? Zum Ausziehbar. Ausziehbar. Oder halt die Außendusche, wahlweise. Genau. Zum Fenster raus. Und zur Toilette einfach hochklappen. Fertig. Super. Fällt auch satt rein. So, ich drehe mich mal gerade. Warte. So, dann nach hinten blicken können. So, jetzt habe ich dir noch eine kleine Aufgabe hinterlassen. Mach mal zu. Das Bett ist jetzt umgeklappt. Das heißt, du kannst dich jetzt hier bewegen. Das ist so ein bisschen die Position, dass du an alle Staufächer rankommst. Guck mal auf der anderen Seite bei Ja. dir. Genau. Warte mal gerade drehen. Da sind wir. Staufächer. 3 ganz tiefe. Hier ist der Elektroblock. Und Da hinten ist auch noch eine Anzeige. Für. da unten ist uns die Aufbaubatterie drin. Kommst du da hin? Da ist eine Anzeige, ja. Da ist 230 Volt. Ah, jetzt sehe ich es auch erst. Das ist Sicherungskasten. Und dann hast du hier ein Querbett. Da unten sind die Airline-Schienen, die du hast zum Durchreichen. Auf der linken Seite ist es fixiert. Guck mal. Komm, ich helfe dir kurz. Wenn du mal übers Bett drüber greifst, da ist ein kleines Band. Siehst du? übers Bett. Genau. Siehst du da? Mal durchschaust. Ja, ich sehe. Kommst du ran? Und das Band muss gelöst werden an Ja, der Seite, denke genau. ich. Ne? Das muss losgemacht werden, dann sollte das Bett runterkommen. Ja. Da ist einmal. Warte mal kurz, ich filme das gerade. Also da ist der Lattenrost. Das geht einfach hoch. Ist auf beiden Seiten nochmal fixiert und dann kannst du wahrscheinlich die Matratze einfach drüber legen. Also was mir auffällt, hier klappert nichts. Also es ist wirklich. Nee, das ist wirklich robust. Das ist auch schön. Man kann dann den Platz auch nutzen, um da zu gehen. Ja, wenn dich mal drauf setzt, du bist ja sportlich, brauchst keinen Leiter. Ich muss nur aufpassen, dass ich Ich halte die Kamera weg. Nee, es geht. nicht für den Kopf hier noch nach oben dotze, aber Genau, jetzt siehst du hier auf der rechten Seite hast du die Ausbuchtungen. Die Ja. sind draußen auch nochmal, dass du ein bisschen mehr Platz hast. Ansonsten Längsbetten gehen dann nicht. kleine Hängevorrichtung noch. Ein kleiner Schrank mit drin. Und nochmal jede Menge Staufächer. Ja, also das finde ich genial. Das ist hier tatsächlich alles ausgenutzt worden. So, du darfst einmal, Wieder zurückfalten. nein, du darfst sie einmal kurz hinlegen mit den Beinen hoch. Ah, okay. Dass wir mal sehen, 1,72 Meter ist sie lang. Der Running Gag und guckst, dass die Beine nicht draufgehen, da du ja. Gibt es denn eine Regelung, wo Kopf Ja. und weil jetzt sind ja beide Ausbuchtungen. Also der eine könnte auf der einen Seite liegen und der andere auf der anderen. Also ich sehe jetzt erstmal keine. Also die sind alle ähnlich, aber tendenziell würde ich sagen, die Seite rechts oder links. Von dir oder von mir aus? Boah, ich weiß es nicht. Da ist noch mehr Licht. Mach mal Licht an. Shit. Nochmal. Licht wieder. Ja, Und dann wäre das ist nochmal Licht. Ah, ich glaube, die sind echt gleichberechtigt. Ja, also Der eine könnte so schlafen und der andere könnte. Jetzt ist es doch passiert. ja gut. Hat's wehgetan? Nee. Nee, so wie ich mich jetzt bewege, tut ja keiner. Aber ich will ja mit den Beinen mir natürlich nicht auf die Matratze kommen. So, das wäre jetzt das Ende. Genau, streck mal ganz aus. Also wir haben etwa 1,80 Meter Länge. Und wenn man leicht quer liegt, ich denke, wenn man sich liebt, dann passt das. Ja, kommen wir mal raus. Vielen Dank für die sportliche Einlage. Soll ich wieder zurückbauen? Ja, bitte. Nee, einfach liegen lassen. Das machen wir gleich. Dann haben wir hier, warte mal, der Stauraum. Ja, was ich witzig finde, du kommst ja trotzdem noch dran. Ne? Also wenn du sportlich bist, kannst du immer noch dran kommen. An den Stauraum. Genau, wenn du nicht. Ja, wir können ja mal gucken, hinten ist ja noch offen. Mal gucken, wie viel Hub wir nach hinten haben. Vielleicht können wir ja die Tür mal öffnen.
und uns das Ganze von hinten mal anschauen. Rückfahrkamera, jetzt hier so gelöst. Mach mal auf. Und jetzt sieht man sehr schön, wie viel Stauraum man hat. So, und da ist wahrscheinlich das Gas. Ich halte mal fest, da ist die Tür, die Wand dahinter. So, ja, du hast recht. 2x11 Kilo. Gar nicht wenig, ne? Ja, wenn du unterwegs bist, also das Auto ist ja gut isoliert, da kommst du schon weit mit 2 Flaschen. Ja, meine ich ja. Das ist wirklich praktisch. Ah, da ist der kleine Tritthocker, schau mal. Hätte ich nicht hüpfen müssen. Für den, achso, für das Bett. Fürs Bett und wahrscheinlich auch fürs, um einzusteigen, ne? Das gute Folie-System, wenn du es mal kurz hochhebst, ein bisschen, mal drunter gucken können. Also es ist komplett eben, da hier die Matratze nochmal angepasst wurde. Genau, lass mal runter. Da sieht man es sehr schön. Wirklich perfekt angepasst. Gut, wir sind auch hier in einer ordentlichen Preisrange. Soll aber auch ordentlich sein, oder? Wenn du unterwegs bist. Ist so. Also das selbst der 217er hier, der wird wahrscheinlich auch länger halten. Gut, da steht er. Wir gehen mal gerade nach vorne, machen die Abmoderation. Der Grand Canyon S, Modelljahr 2017, 4000 Kilometer hat er gelaufen, immer noch 119.000 Euro. Und du siehst, der neue, der kostet 140.000, also hat ca. 20.000 verloren, er hat aber so gut wie keine Kilometer drauf. Ja. Das ist interessant. Wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dann zeige ich das Auto nochmal komplett. Und das ist er, das quasi ältere Modell. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank Marlene. Sehr gerne.